Kennt ihr Luigi Denza, den italienischen Star-Komponisten? Kennt ihr nicht? Solltet ihr aber unbedingt kennen. Der hat nämlich die Hymne für alle Bikepark-Fahrer geschrieben. Funicoli, funicola, rattarattara, funicoli, funicola. Wie ich jetzt auf Luigi Denza und Funicoli Funicola komme? Ganz einfach. Denza hatte den Song damals zur Eröffnung der ersten Bergbahn auf den Vesuv komponiert. Und Funicoli Funicola bedeutet nichts anderes als Seilbahn hier, Seilbahn dort, Seilbahn rauf, Seilbahn runter. Und immer wenn ich den Song höre, muss ich an Cortina d'Ampezzo denken, weil es hier eben so viele Seilbahnen gibt. Also, Vorhang auf für Cortina d'Ampezzo! Es gibt echt nicht viele Plätze auf der Welt, die dermaßen imposant sind wie hier die Dolomiten. Aber alleine ist es doch irgendwie immer langweilig. Moin Steffi. Maxi, was machst du hier? Mensch, so eine Überraschung. Ja. Und, wie gefällt's dir? Ich bin richtig selig hier oben, hier zu Ich sitzen. auch. Und das um mich rundherum, das ist einfach Wahnsinn. Also ich glaube, ich war selten an so einem imposanten Ort. Jo. Selig ist ja schon verrückt, ne? Weil vor 100 Jahren war hier die Stimmung alles andere als selig. Ja, hier drüben sieht man die Schützengräben und hier war es bestimmt eher unangenehm, vor allem im Winter so. Vor allem da hinten, da ist nämlich der Lager Zoy. Und da haben die österreichischen Kaiserjäger oben auf die italienischen Alpini Fassbomben runtergeschmissen. Und die Schotterreißen, die man da unten sieht, das ist tatsächlich sind Sprengungen. Da hat man einfach den Berg weggesprengt. Aber das ist so alt, oder? Ja, das ist so alt. Ach krass. Können wir uns schon sehr glücklich schätzen. Ja, auf alle Fälle. Dass wir jetzt hier einfach sitzen Und Fahrrad und fahren die Sonne dürfen. genießen und gleich hier runterfahren, oder? Yes. Haha. Hast du Bock? Immer. Nice, ich auch. Steffi hält sich fest. Ich halte mich hier auf alle Fälle fest, weil das ist, ich habe ja keine Höhenangst, aber das ist hier schon ein bisschen krass. Ein bisschen ausgesetzt, nicht wahr? Bisschen. Da drüben auch, da wo die Kletterer da drüben rumkraxeln. Ich traue mich nie mal, die umzudrehen. Cinque Torri. Ach ja, krass. Also richtig krass. Ist halt wirklich das Herzen der Dolomiten. Abgefahren. Und da waren wir vorhin auf dem Bike. Da sind wir gefahren heute den ganzen Tag. Ich habe echt ein bisschen Armpumps. So zweimal da ganz runter, der Berg ist schon hoch. Geht weit runter, ne? Ja. Guck mal, da oben sieht man sogar die Gipfelstation vom Bikepark. Ich wollte eigentlich mal wissen, welcher Trail dir am besten gefallen hat. Waren ja doch ein paar, die wir gefahren sind. Ja, der, gerade habe ich noch gewusst, wie er heißt. Over the Top. Over the Top. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Und Steffi, was denkst du nach dem ersten Teil? Over the Top. Over the Top finde ich richtig cool. Wir sind ja schon ein paar Trails gefahren, aber das ist so mein Favorite eigentlich, weil ich liebe halt Panorama und wenn man sich so einzigartig fühlt in so einer Kulisse und dann so flowig und die ganzen Anliegerkurven, die muss man schon auch fahren können. Muss man wollen. Ja. Nachdem wir den ersten Teil jetzt jedenfalls geschafft haben und hier im Rücken der Tofana stehen, geht es jetzt auf den Tofanina. Ein roter Trail, der, das muss ich kurz spicken, 6 Kilometer lang ist und runter nach Cortina führt. Auf geht's. Tell me what
finde es schon geil, dass der Bikepark so viel Strecken bietet und so abwechslungsreich ist. Mega. Aber es gibt auch noch mehr hier. Ich mache hier richtig Familienurlaub quasi. Und die Family findet das auch total toll. Einfach das ganze Surrounding ist klar. Wir sind in einem super schönen Airbnb untergebracht, ein bisschen außerhalb von Cortina. Und die freuen sich auch total, morgen hier mit dem Sessellift hochzufahren. Und mein Mann liebt Geschichte und das ist so Ist der hautnah. Geschichtslehrer? Nein, der ist einfach Geschichtsfanatiker und liest einen Haufen Bücher und guckt sich Filme an. Und ich glaube, der wird das lieben, hier oben die Erste Weltkriegsgeschichte so hautnah mitzuerleben. Ich finde ja auch, dass Cortina als Ort viel zu bieten hat, weil es ja nicht so ein Retorten-Skiort ist, sondern wirklich so ein alter, typischer Dolomitenbergort. Total. Schon eine schöne Altstadt. Ja, so wie, keine Ahnung, Samos in der Schweiz oder Chamonix in Frankreich, ist nämlich Cortina in Italien und hat man jetzt dann auch gesehen, total viele Familien und mega viele Hunde. Hunde! Bisschen Poschi finde ich hier. Ist ja schon, genau. Man merkt das schon, das ist schon Viele nobel. Viele Pudel und viele Handtaschen. Guck mal jetzt, Was denn? da ist der Shot da drüben. Wo? Da drüben, Da ich hab natürlich den wieder auf der anderen gesehen. Seite, ja. Aber wir, Super. können wir einfach mal 5 Minuten die Aussicht genießen? Man von kommt mir ja aus. auch nicht alle Tage nach 2 Cortina. Minuten, 3 Minuten. Erklärt mir doch mal, was das hier für Gipfel überhaupt sind. Ich war ja noch nie hier. Maxi? Ma- Ich hab's dir doch vorher erklärt. Tofana, richtig? Die 3 Tofanen, genau. 3 Tofanen. Sind das 3 Gipfel? Von hier aus sieht es aus wie 2, aber es sind eigentlich 3. Genau. Die hinter uns? Das sind die Cinque Torri. Und kennst du das Eis noch, Dolomiti? Ja. Ja, das War das das ist Motiv? nachempfunden. Ach, Quatsch. Ja, wirklich. So viel ich weiß, können auch die 3 Zinnen sein, aber ich Die aber auch nicht weit weg drei sind. bin auch nicht weit weg. Die sind in die Richtung, genau. Mit dem Flussschwinger? Und der dicke Brocken hinter uns? Der dicke Brocken hinter uns ist der Lagazoi. Da ist es so richtig zur Sache gegangen im Ersten Weltkrieg. Ganz fies. Dazwischen, zwischen Lagazoi und da links dieser Spitze, das ist der Hexenstein. Und die Frontlinie verlief direkt zwischen Hexenstein und Lagazoi. Und morgen fahren wir noch mal in einen anderen Teil. Da gibt es nämlich einen echten Supertrail, der sogar Supertrail heißt, nämlich Tofana Supertrail. Ah, Und da gibt es auch ein bisschen Airtime. Airtime, freue ich mich. Freue ich mich. Morgen mit neuer Energie, weil hier, meine Energie reicht gerade noch, um hier Ja, stehen zu und bleiben. pass auf, dass du dir hier keine Airtime einfängst. Ja. Also lieber runter. Wäre schlecht. Let's go. Cortina d'Ampezzo ist mehr als nur ein Poschi-Bergort, der von seiner ehemaligen Olympiageschichte profitiert. Auch heute noch hat das Herzen der Dolomiten richtig viel zu bieten. Vor allem für Alpinsportler, aber eben auch für uns Mountainbiker. Denn der Bikepark hat unglaublich viele und vor allem vielfältige Strecken. Und dann gibt es noch so geile Enduro-Trails wie hier oben von den Cinque Torri. Aber was mich am meisten interessiert, wie hat es dir denn jetzt gefallen, Steffi? Genauso wie du sagst, eben Bikepark war geil, Bikepark-Strecken. Gerade was wir heute noch gefahren sind zum Schluss, ein Jump Trail, der Tofanina Super Trail. Tofana, Jetzt habe ich wieder falsch gesagt. Tofana Super Trail, einfach richtig geile Sprünge, flowig bis runter zum Lift. Und jetzt hier dieses mega alpine, das steile vom ersten Tag. Also ja, ich wüsste nicht, was fehlt, ehrlich gesagt. Das ist mal ein richtiger Oldschool-Downhill. Sowas findet man heutzutage selten. Das ist ungefähr so wie NWA, die so richtig derben Hip-Hop gemacht haben. Aber eben richtig mit Charakter. So ist der Teufel-Trail hier in Cortina. Aber mega griffig, das ist so krass, ne? Der Boden sieht aus, als hätten die letzte Woche erst aufgemacht, den Trail. Ich glaube, den gibt es schon lang. Meinst du? Richtig gutes Zeug. Aber wir fahren halt nicht so viele Leute runter, ne? Die sind nicht so krass wie wir alle. Findest du selten heute.
Und wer von euch keine Lust auf Bikepark hat, sondern viel lieber abseits der Massen auf unberührten Naturtrails unterwegs ist, der findet die genauso hier in der Gegend. Und selbst die sind über den Lift zu erreichen. Zum Beispiel die Skyline-Gondel, die von Cortina bis hier oben Richtung Falzarego hochgeht und dann noch den letzten Sessellift zu den Cinque Torri. Und dann kann man hier die ganze Strecke bis runter ins Tal zurückrauschen. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Aber eine Sache ist auch noch wichtig. Hier ist relativ wenig los, oder? Ja, das ist absolut mein Highlight, weil was ich richtig liebe, sind Orte, wo nicht viel los ist und wo nicht so Mainstream ist. Und hier ist natürlich schon auch was los, vor allem die ganzen Wanderer und Leute, die auf die Hütten gehen und Familien und so weiter. Aber Mountainbike-technisch, also es sind ein paar Italiener unterwegs, aber es ist total human und wir waren irgendwie gefühlt einfach alleine am Berg, was richtig cool ist. Ja, ziemlich entspannt. In diesem Sinne, wir rauschen jetzt runter ins Tal und genießen die letzten Sonnenstrahlen. Bis zum nächsten Mal bei Super Trails. Peace out.